Huh. Hallo. Überraschung. Es passiert etwas auf diesem YouTube-Channel. Es tut mir leid. Es sollte mir nicht leid tun. Ich war sehr beschäftigt mit Arbeit, Schwangerschaft und damit zu schlafen eigentlich meistens und mich schlecht zu fühlen während der Schwangerschaft. Naja, viele haben gefragt, hey, wenn du wieder mit YouTube anfängst, kannst du eine Roomtour machen und ja, ich kann es. Ich gebe mein Bestes. Ich habe etwas Atemprobleme, weil mein Kind sehr groß ist und mir die Organe wegdrückt. Aber ich gebe mein Bestes, euch zu zeigen, wie wir leben. Hier in Korea, wir haben lange gespart, damit wir zusammenziehen können. Nein, eigentlich nicht. Wir haben auch zur Hälfte einen Kredit bekommen, glaube ich. Oder mehr als die Hälfte. Wie auch immer, wir wohnen in einem Altbau, also nicht einem neuen Apartment oder Studio-Apartment oder irgendwie sowas. Also für Korea ist das ein Altbau, für deutsche Verhältnisse nicht. Ich glaube in den 80ern, ich weiß es nicht so genau, wurde das hier gebaut. Oder eher vielleicht früher, keine Ahnung. Man merkt es dem Haus an, man sieht es an unserem Sicherungskasten da. Nee, noch an vielen anderen Dingen. Naja, es ist ein besonderes Haus. Es ist sehr schön, aber es hat so seine Macken. Zum Beispiel das Badezimmer hinter mir, das ich nicht zeigen werde, weil mein Mann es leider nicht geschafft hat, vorher zu putzen. Und ich schäme mich einfach zu sehr dafür, ein dreckiges Badezimmer zu zeigen. Nicht vor euch, sondern vor meinen Eltern. Deswegen werden wir das überspringen. Es ist ein typisches koreanisches Badezimmer. Es ist, also die Dusche ist der ganze Raum. Das Übliche. Wenn man duscht, wird alles nass. Und ich hasse es. Es ist jetzt nicht, dass ich die koreanische Kultur hasse, aber ich hasse diese Form von Badezimmer. Und viele Koreaner tun dies tatsächlich auch. Deswegen haben neuere Gebäude meistens eine separate Dusche. Und eventuell auch eine Badewanne. Hier gibt es keine Badewannen. Meistens. Naja. Dieser Raum ist tabu. Wir haben eine sehr schöne Waschmaschine. Und die Waschmaschine passt sehr zu den Fliesen, die mein Mann verlegt hat, die ich gerne zeigen würde, wenn er geputzt hätte. Zu viel reden. Atemprobleme. Ich habe kein Corona. Keine Sorge. Das steht fest. Ich bin nur krass schwanger. Deswegen ist Corona für Schwangere auch gefährlich. So gefährlich, weil wir generell schon scheiße atmen können. So, jetzt geht's erstmal richtig los nach diesen Fakten und ich hoffe, ich kriege das irgendwie hin zu moderieren, ohne dass ich umkippe. Eine Roomtour. Es ist nicht nur ein Room, es sind 3. Hallo, das ist unser Eingangsbereich. Abschließen. Kein automatisches Schloss, because Retro. Hier hinter ist eine Glastür. Eigentlich Glas sein sollte, wo schwierig sein könnte, durchzugucken, habe ich trotzdem das Gefühl, man sieht alles. Wir hatten ein paar Begegnungen mit Lieferanten, die einfach vor der Tür standen und reingestarrt haben. Hallo. Ich sitze hier im Schnitt und denke mir so, was wollte ich mir sagen? Was ich sagen wollte, ist, dass unsere Haustür eine Glastür ist und man kann einfach alles dadurch sehen. Und warum es mich aufregt, dass Lieferanten reingeguckt haben, der Grund dafür ist, dass durch Corona und weil ich sowieso ein sehr schüchterner Mensch bin, ich immer, wenn ich online was bestelle, mein Mann ebenso, auswähle, dass das Paket vor unsere Wohnungstür abgelegt wird. Und eigentlich ist das auch niemals ein Problem. Aber es waren zwischendurch 1, 2 Lieferanten, die einfach vor der Tür standen, das Paket abgelegt haben und stehen geblieben sind und geguckt haben, ob sie irgendwelche Bewegungen oder sowas halt sehen können. Und irgendwie fand ich das weird. Deswegen, das wollte ich sagen. So, zurück zu dir, Rike. Ich hoffe, man hat meinen schwangeren Bauch gesehen und versteht, warum ich gerade fast umkippe nach diesem Run hierhin. Egal, weiter geht's mit der Roomtour. Wenn man also reinkommt und seine Schuhe abstellt, sieht man als erstes unsere schöne Living Area. Das da ist übrigens ein Schuhregal, das überfüllt ist, weil ich dachte, ein Schuhregal reicht für uns. Nein, tut es nicht. Hier drüben ist unsere Anime-Figuren-Collection, eine kleine Kollektion, aber ich bin sehr stolz auf die. Ich finde, wir haben nur süße Figuren hier und, naja, diese Figuren. Alle diese Figuren sind aus Mystery-Boxen. Auch nicht die gleiche Reihe unbedingt. Ich weiß es gerade gar nicht. Ich kaufe mir immer zwischendurch mal eine. Ist der nicht süß? Er hat einen kleinen Fuß. Ist das nicht hinreißend? Das da unten ist meine erste Pflanze.
eine Monstera Monkey Leaf, hoffe ich, dass das jetzt richtig ist. Allerdings ist sie eigentlich gestorben. Bis vor einem Monat war sie tot. Deswegen habe ich nämlich Ableger genommen, bevor es endgültig zu spät war. Allerdings lebt beides. Übrigens, diese Lampe hier hat eine Philips Hue Glühbirne drin, genau wie noch 2 andere Lampen. In jedem Raum ist eine. Wir haben die geschenkt bekommen. Ich würde mir die nie selber kaufen, weil ich finde, dass das eigentlich Geldverschwendung ist. Es sieht so cool aus, wenn diese Lampe in verschiedenen Farben leuchtet. Es sieht so cool aus. Es gibt diesen Raum so viel. Ich weiß nicht, man kann gefühlt jede Stimmung in diesem Raum hier bringen. Nein, ich glaube, scheiße, es sieht einfach nur kacke cool aus. So, man merkt, dass ich monatelang einfach nur drin war und ich mich über sowas freue. Naja. Hier oben ist unser schöner Aircon. Wie heißt denn das? Klimaanlage, ohne die wir sterben würden. Übrigens, mein Gesicht sieht sehr aufgequollen aus, weil, ich möchte nochmal erwähnen, ich bin schwanger. Und meine Haare sehen komisch aus, weil es sehr schwierig ist, ein krassen Kurzhaarschnitt rauswachsen zu lassen. Unsere pedantische Nachbarstochter ist gerade in den Flur getreten. Ich glaube, ich muss ein bisschen Pause machen, bevor ich angemeckert werde fürs Lautsein. Sieht man unseren Esstisch. Es ist ein, wie nennt man das auf Deutsch? Ein Tisch, an dem man auf dem Boden sitzt. Wir haben keinen anderen Tisch. Wir essen hier. Ich arbeite hier ein bisschen. Da sind Sitzkissen passend dafür. Diesen Stuhl werde ich später zum Stillen benutzen meistens. So, oder ich irgendwie nicht mehr auf meinem Petsy-Ball hüpfen kann, dann setze ich mich auf diesen Stuhl. Hier der Spiegel von Ikea, den ich schon so lange haben wollte. Mit unserem Weihnachtsdino, der ja immer noch hier hängt. Da bin ich. Hallo. Wir haben überlegt, ob unser Kind an den Weihnachtsmann glauben soll oder an das Christkind, aber wir finden das alles kacke. Wir erzählen ihr einfach, dass es den Weihnachtsdino gibt. Jetzt habe ich das Geschlecht gelegt. Egal. Nochmal eine kleine Overview vom Wohnzimmer. Und vom Wohnzimmer aus kommt man in unser Schlafzimmer. Mit einer Tür, die man nicht zumachen sollte, weil sonst schließt sie sich automatisch ab. Bis vor 3 Tagen sah das hier alles noch ganz anders aus. Fernseher, Kommode, Babybett, unser Bett, unseren ekelhaften Kleiderschrank. Oh, ekelhaft ist vielleicht ein krasses Wort. Es war der erste Kleiderschrank, den mein Mann sich selber gekauft hat in seinem Leben für sein erstes eigenes Zimmer. Mit dem ersten eigenen Geld, was er verdient hat. Und aus Gründen hat er Angst vor Veränderung. Und man sieht, der Kleiderschrank, er fällt eigentlich schon auseinander. Er ist so überfüllt. Die meisten Anzüge sind tatsächlich gar nicht von mir. Guckt ihr euch das da oben an, es ist so ungemütlich. Am liebsten würde ich weiße Vorhänge einfach davor hängen. Allerdings möchte ich nicht in diesen Kleiderschrank investieren. Ich möchte einfach einen neuen, schönen, geschlossenen Kleiderschrank haben. Aber wir können uns das nicht leisten momentan, weil wir einfach so viel Geld fürs Kind ausgegeben haben. Ja, es ist wahr, Kinder können nur reiche Menschen kriegen und wir sind nicht reich, deswegen müssen wir ein bisschen zurückstecken momentan. Aber gut, genug von diesem hässlichen Kleiderschrank. Fokussieren wir uns auf die schöneren Dinge in diesem Raum. Wie schon erwähnt, unser Fernseher mit Playstation, auf der wir dann Netflix gucken. Hier drüben ist mehr oder weniger unser Wickeltisch. Das Ding hier ist unser Wickeltisch. Mit Wickelunterlage und allem. Wir machen das alles sehr mobil. Diese Kommode, so heißt das auf Deutsch, haben wir eigentlich nur fürs Baby gekauft. Da sind nur Babysachen drin. Hatten einfach nicht genug Stauraum. Und dieses Bett war der Grund, warum wir diesen Raum ganz umstellen mussten, weil es einfach so krass groß ist. Ja, lasst eine Schwangere nicht irgendwie die Inneneinrichtung ausmessen. So. Deswegen steht auch unser Nachttisch so weird mitten im Raum. Das war vorher alles nicht so. Oh, erstmal hinsetzen. Wir hatten dieses Jahr ein krasses Mückenproblem. Nicht nur wir, sondern gefühlt halb Seoul. Ich kann jetzt nicht sagen, wo wir wohnen. Vielleicht hat es was mit der Location zu tun, keine Ahnung. Auf jeden Fall haben wir natürlich dann irgendwann angefangen, die Mücken totzuschlagen, nachdem alle natürlichen Hausmittel nicht geholfen haben. Natürlich hat das Spuren an der Wand hinterlassen, weshalb wir die etwas überpinselt haben, was es dann aber wie Wasserflecken hat aussehen lassen. Und ja, einfach um das abzudecken,
Diese Fotos covern das so ein bisschen ab. Ich brauche noch ein paar mehr Fotos, da sind noch 1, 2 Flecken drin. Es ist etwas do-it-yourself, aber gut, es ist nicht unser Haus und wir haben schon so viel rein investiert, wie gesagt, neue Fliesen im Badezimmer etc. Und wir haben eigentlich geplant, hier länger zu wohnen, aber wir haben einfach festgestellt, dass das mit Kind vielleicht doch nicht passt. Wir wollen keine große Wohnung, wir wollen kein großes Haus. Doch, eigentlich ein Haus will ich schon haben. Irgendwann mal in 10, 20 Jahren. Aber es passt einfach doch nicht. Allein schon die Sache mit dem Bett hat mich zum Heulen gebracht. Man möchte ja doch irgendwie seinem Kind was bieten und wir können momentan auch nicht mal irgendwie einen großen Spielteppich irgendwo hinlegen. Was mich etwas emotional mitnimmt. Aber das sind die Hormone, denke ich. Naja, weiter geht's. Schlafzimmer sind wir fertig, meine ich. Dann gehen wir ins Gäste... Study Room, Office, Atelier, Dingens, Future, Kinderzimmer, Ding. Los geht's. Nein, wir haben noch die Küche. Gucken wir uns die Küche vorher an. Warum nicht? Hallo. Schön. Unsere süße kleine Mikrowelle, die leider kaputt ist. Man muss sie immer zuhalten, wenn man sie benutzt, sonst geht sie nicht an. Und Getränke, je nachdem, worauf ich gerade Lust habe, sieht dieses Regal immer anders aus. By the way, das ist nicht mein Alkohol. In dieser Dose sind Snacks. Unser kleiner süßer Reiskocher, Obst, Zwiebeln, mehr Obst. Und hier drüben mein süßer kleiner Ofen, der sehr schwer zu reinigen ist. Wenn man hier runter geht, sieht man unsere Mülleimer und ich möchte da noch einen Vorhang vorhaben. Oder irgendwas anderes, es sieht mega unordentlich aus. Da hinten sind einfach nur Papiertüten, die man eventuell nochmal benutzen könnte. Eventuell. Unsere sehr große Spüle, unter welcher ganz viel Zeug ist. Vor allem Putzsachen. Hier drüben ist unser einigermaßen sauberer Herd. Der sah schon mal schlimmer aus. Mit frisch gekochtem Essen. Ein paar Gewürzen hier. Mehr Gewürzen hier. Sehr unordentlich. Dieser Schrank sieht ein bisschen besser aus. Genau wie der hier. Ach ja, unser Kühlschrank, der aussieht wie ein Smack-Kühlschrank, aber keiner ist. Okay, es war schon mal voller. Vielleicht habe ich noch ein anderes Video, wo es viel schöner und aufgeräumter und sauberer aussieht. Viel Joghurt, Cola. Da hinten sind das Mandarinen? Ja, ich glaube schon. Tofu, Hühnerfleisch, Gemüse, überteuerte Milch, vegane Mayonnaise. Da hinten sind noch Eier. Da. Und daneben Masken, Gesichtsmasken. Und neben unserem Kühlschrank ist das Gästezimmer. Wow! Guckt euch das an. So sauber, als hätte ich es gestern aufgeräumt. Fangen wir mit diesem Bett an. Das ist eigentlich ein Sofa. Nein, noch nicht mal ein Sofa, eher ein Sessel von Ikea. Den kann man ein- und ausklappen. Aber wenn meine Mutter bald kommt, um mir mit dem Kind zu helfen, ist das jetzt ausgeklappt. Daneben ist ein Nachttisch, ein Hocker, der jetzt ein Nachttisch ist. So. Und ein paar Fotos von meiner Family und mir. Unser toller Staubsauger. Was liegt da auf dem Boden? Oh, ein Brokkoli-Sticker. Ja, warum nicht? Ein Schreibtisch, weil braucht man ja. Es gab tatsächlich Zeiten, da saß ich da dran und habe gelernt oder gemalt. Mein Gehirn kann das momentan nicht mehr, weil ich bin schwanger. Ich glaube, ich habe das noch nicht oft genug erwähnt. Ich bin schwanger. Man sieht das noch da unten. Moment. Dann sind noch meine ganzen Malutensilien, Stifte etc. Und da ist noch mehr Zeug drin. Hier in diesem kleinen Ding sind all meine Lernsachen. Das hier ist das Poserregal mit Dingen, die wir besitzen, aber nicht benutzen. Wie zum Beispiel diesen Kameras, die zur einen Hälfte Geschenke waren, dann noch von meiner Mom, bei meiner Mom aus dem Keller gerettet worden sind. Und eines, glaube ich, von meinem Mann noch.
Keine Ahnung. Daneben ist mein Schmuckkasten, den ich auch nicht wirklich benutze, obwohl er voll ist. Muscheln. Dann eine Kalimba, die ich sehr selten benutze. Ich wollte die eigentlich während der Schwangerschaft benutzen, damit sich das Baby an den Sound gewöhnt. Hat aber auch nicht geklappt. Ganz im Ernst, wer benutzt eigentlich diese Puppen zum Zeichnen? Natürlich noch typische Sachen wie der Wäscheständer und eine Yogamatte, die man irgendwie kaum benutzt. Und dieser Raum hier ist kein richtiger Raum. Es ist... Oh, es ist kalt hier. Ah, da ist unsere Heizung. Und noch mehr Sachen. Jeder hat auch so einen Raum. In anderen Häusern kann man hier noch eine Heizung anschließen, aber bei uns muss die Heizung, eine Waschmaschine. Da kann man eigentlich die Waschmaschine anschließen. Bei uns muss die Waschmaschine allerdings im Badezimmer stehen. Habe ich noch irgendwas, was ich zeigen möchte? Nein. Das war's. Das war's. Dann setze ich mich jetzt mal kurz auf den Boden. Oh, war's auch schon. Anscheinend. Ich bin überrascht. Ich hatte irgendwie das Gefühl, es würde länger dauern, aber das ging sehr schnell. Das ist übrigens kein Müll. Das ist das Geburtstagsgeschenk meiner besten Freundin, das ich immer noch nicht abgeschickt habe. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich bin so ein bisschen in diesem TikTok-Trend, sondern in diesem TikTok-Mindset, dass ich alles sehr schnell machen muss. Deswegen habe ich hier, glaube ich, etwas durchgehastet und nicht im Detail über meine Spülarmatur geredet. Keine Ahnung. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Das ist das erste YouTube-Video seit langem und das Atmen fällt mir schwer. Ich fühle mich sehr unsicher in meinem Körper momentan. Ich fühle mich unsicher beim Sprechen, weil mein Gehirn einfach gefühlt nicht mehr richtig funktioniert. Ich hoffe, es war verständlich und nicht zu langweilig. Wir sehen uns hoffentlich in einem anderen Video. Wenn ihr irgendwelche Ideen habt, dann sagt das ruhig. Eigentlich wollte ich ein Video machen, wie es ist, in Korea schwanger zu sein, aber ich denke mir, ich war noch nie irgendwo anders schwanger. Ich kann das nicht vergleichen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich spreche auch nicht häufig Deutsch in meinem Alltag. Und deswegen klinge ich, glaube ich, etwas komisch generell. Und die Atemsache. Naja, ich will mich nicht rechtfertigen. Weil es ist eigentlich nichts, ich muss mich nicht dafür entschuldigen, dass ich vielleicht körperlich nicht so auf der Höhe bin. Wir sehen uns hoffentlich in einem anderen Video. Ich habe einen neuen Instagram-Account, weil mein anderer Instagram-Account mich so abgefuckt hat. Das ist ein Thema für ein anderes Video oder für einen Instagram-Post. Sehr viele verletzende Dinge sind da passiert. Und ich habe gar nichts gemacht. Ich habe nur geheiratet und bin schwanger geworden. Aber es hat vielen Menschen anscheinend nicht gepasst. Deswegen habe ich einen kleinen privaten Instagram-Account, in dem ich arbeite und da etwas mehr Mühe reinstecken möchte als auf den offiziellen großen Account. In den offiziellen großen Account. So, wir sehen uns hoffentlich. Tschüss. Die Aussicht aus dem Fenster ist so krass. Ich kann die Aussicht aber nicht zeigen, weil dann jeder wissen würde, wo wir wohnen. Es ist ein sehr, sehr großes Ding. Nicht direkt vor unserem Fenster, aber in der Nähe, man kann es sehen. Man könnte dann daraus errechnen oder kalkulieren, keine Ahnung, wo wir wohnen, und das möchte ich nicht.